Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was der größte Unterschied zwischen Elektroautos und herkömmlichen Autos ist? Es ist nicht nur die bessere Technik oder Ausstattung, es ist die Batterie. Ein ICE-Auto aufzurüsten ist eine Sache. Aber bei einem Elektroauto wird das Herzstück des Fahrzeugs selbst aufgerüstet. Deshalb werden die Batterien von Elektrofahrzeugen ständig weiterentwickelt. Die 4680 Batterie von Tesla zum Beispiel ist nach jahrelanger Entwicklung eine der fortschrittlichsten der Welt. Aber jetzt hat BYD etwas Unglaubliches auf den Markt gebracht. Eine neue Batterie, die in nur 5 Minuten vollständig aufgeladen werden kann. Und das ist noch nicht alles. Sie hat extreme Belastungstests bestanden. Wie zerkleinern. Backen bei 300 degc und sogar eine Überladung von 260%, ohne dabei Feuer zu fangen. Was ist das für eine bahnbrechende Batterie? Und wie kann sie sich gegen die 4680 von Tesla behaupten? Lassen Sie uns eintauchen und es herausfinden. Warum die alte Blade-Batterie nicht beeindruckt hat. Tesla war lange Zeit der unangefochtene Marktführer in der Welt der Elektrofahrzeuge, aber 2024 gab es eine bedeutende Veränderung. BYD hat die Verkaufszahlen in die Höhe getrieben. In nur einem Jahr erwirtschaftete BYD beeindruckende 107 Milliarden Dollar Umsatz und verkaufte 4.270.000 Fahrzeuge, darunter sowohl vollelektrische als auch Hybridmodelle. Auf der anderen Seite verdiente Tesla 97 Milliarden. 700.000 Dollar mit 1.790.000 verkauften Fahrzeugen. Die Zahlen lügen nicht. BYD übertrifft Tesla in mehreren Schlüsselbereichen. Und das können wir nicht ignorieren. Noch aufregender ist jedoch BYDs bevorstehende Neuentwicklung, die Blade-Batterie der nächsten Generation. Diese innovative Technologie wird die Welt der Elektroautos einmal mehr revolutionieren und könnte der Auslöser für eine neue Welle der Begeisterung sein. Diese Batterie, die im Juni auf den Markt kommen soll, könnte der Wendepunkt im Rennen der Elektroautos sein. Vielleicht kennen Sie die Blade-Batterie von BYD bereits. Sogar Tesla hat sie in einigen Versionen des Model Y in Europa eingesetzt. Die Blade-Batterie ist nicht einfach irgendeine Batterie. Es handelt sich um eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, LFP, die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt wurde und für ihre außergewöhnliche Sicherheit, bemerkenswerte Langlebigkeit und stabile Leistung bekannt ist. Seit ihrer Vorstellung im Jahr 2020 wurde sie in die meisten BYD-Modelle eingebaut und strengen Praxistests unterzogen. Der Name Blade ist nicht nur ein einprägsamer Titel, die Zellen sind wie Ninja, Blätter geformt und sorgen für ein schlankes und effizientes Design. Was die Blade Battery wirklich auszeichnet, ist ihr revolutionäres Cell-zu-Pack-Design. Die traditionellen Module gibt es nicht mehr. Die Zellen sind direkt in den Akku integriert, was eine bessere Raumnutzung, ein geringeres Gewicht und ein schlankeres Profil bedeutet. Dies alles führt zu einer Batterie, die nicht nur länger hält, sondern auch wertvollen Platz in der Kabine für die Passagiere freimacht. Darüber hinaus verfügt sie über ein hervorragendes Wärmemanagement, sodass die Leistung auch unter extremen Bedingungen konstant bleibt. Aber hier wird es erst richtig interessant. Die alte Version der Blade-Batterie war zwar solide, aber nicht gerade umwerfend. Mit einer Energiedichte von nur 140 Wh pro Kilogramm und Ladezeiten von 20 bis 30 Minuten war sie zwar anständig, aber nicht bahnbrechend. Mit der neuesten Version haben wir es nun mit etwas wirklich Spektakulärem zu tun. Diese neue Generation von Blade-Batterien könnte das schnelle Aufladen von Elektrofahrzeugen zur Realität werden lassen. Ähnlich wie das Betanken eines Benzinautos. Erste Tests haben gezeigt, dass die neue Blade-Batterie eine bis zu 30% höhere Energieeffizienz aufweist als frühere Modelle. Was bedeutet das? Mehr Kilometer pro Ladung und weniger Energieverbrauch. Eine Win-Win-Situation. Stellen Sie sich vor, Sie fahren weiter und verbrauchen dabei weniger Strom, was Elektroautos noch praktischer und attraktiver für den Massenmarkt macht. Dies ist nur der Anfang. Mit bahnbrechenden Innovationen wie dieser konkurriert BYD nicht nur mit Tesla, sondern schafft die Voraussetzungen für eine neue Ära der Elektromobilität. Die Zukunft der Elektroautos ist schneller, effizienter und sicherer als je zuvor. Und BYD ist dabei führend. Der Durchbruch der neuen Blade-Batterie. Die Energiedichte der Blade-Batterie der zweiten Generation soll laut dem Bericht 190 Wh pro Kilogramm erreichen und damit höher sein als die 140 Wh pro Kilogramm des alten Modells. Die Sache ist die, es handelt sich nicht um ein typisches Batterie-Upgrade.
Die BYD-Ingenieure haben die Chemie und das Design der Batterie komplett überarbeitet, um ein schnelleres Aufladen, eine größere Reichweite und eine längere Lebensdauer zu ermöglichen und dabei die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Und das Überraschendste ist, dass diese neue Batterie zunächst in 2 der kommenden BYD-Modelle zum Einsatz kommen wird, die nur 33.260 und 38.600 RT-Dollar kosten werden. Ja, Sie haben richtig gehört. Diese Elektrofahrzeuge werden billiger sein als das Model 3 von Tesla, das derzeit das günstigste Auto von Tesla ist. Zuerst nahmen wir an, dass diese Art von bahnbrechender Technologie unglaublich teuer sein würde. Etwas, das BYD den Luxusmodellen der Oberklasse oder den Ultra-Premium-SUVs vorbehalten würde, die über 100.000 Dollar kosten. Das hätte durchaus Sinn gemacht. Aber bei diesem Preispunkt waren wir ehrlich gesagt schockiert. Die ersten Fahrzeuge mit superschneller Ladetechnik werden die Han L-Limousine und der Tang L-SUV sein. Diese beiden neuen Modelle werden bis zu 1086 PS haben. Das ist zwar in der Welt der Hochleistungsautos nicht besonders bemerkenswert, aber bei einem Preis von 37.000 Dollar für ein Luxusfahrzeug, egal ob SUV oder Limousine, ist es ziemlich verrückt. BYD-Gründer Wang Chuanfu erklärte, dass die Blade-Batterie der 2. Generation ein kleineres Batteriepaket, ein geringeres Gewicht und einen niedrigeren Energieverbrauch pro 100 Kilometer bei gleicher Batterielebensdauer aufweist. Das bedeutet, dass die Blade-Batterie der 2. Generation nicht nur die Energiedichte verbessert, sondern auch das Volumen, das Gewicht und den Energieverbrauch des Batteriepacks optimiert. Zum besseren Verständnis erwähnte BYD, dass seine neueste Batterie in Fahrzeugen getestet wurde und Ergebnisse zeigte, bei denen sie schnell genug aufgeladen werden kann, um in nur 5 Minuten 470 Kilometer oder 292 Meilen Reichweite zu erzielen. BYD gab sogar an, dass die Spitzenmodelle in der Lage sein werden, 1 Megawatt, 10 C oder 1000 Kilowatt Leistung zu bewältigen, was es dem Unternehmen ermöglicht, die Bedenken der Nutzer bezüglich des Aufladens der Batterie vollständig zu beseitigen. Blitzschnelles Aufladen. Mit einer Leistung von bis zu einem Megawatt können die neuen Autos blitzschnell aufgeladen werden und werden damit dem Hype gerecht. Die 10C-Einstufung bedeutet, dass eine vollständige Aufladung in einem Zehntelstunde oder 6 Minuten möglich ist. Jede Sekunde erhöht die Reichweite um etwa 2 Kilometer. Sie wissen vielleicht nicht, dass das Ladegerät, um eine Batterie in 5 Minuten aufzuladen, gleichzeitig eine extrem hohe Spannung und einen enormen Strom liefern muss. Insbesondere hohe Ströme stellen jedoch ein Problem für die Batterie dar, da sie dazu neigen, Wärme zu erzeugen, die schädlich sein kann. BYD hat nach eigenen Angaben daran gearbeitet, den Innenwiderstand der neuen Batterie zu verringern, um die höchsten Ladegeschwindigkeiten für alle Arten von Serienfahrzeugen zu ermöglichen. Um die hohe Spannung zu bewältigen, musste BYD auch eine neue Generation von Siliziumkarbid-Leistungschips entwickeln. Warum behauptet BYD, dass die Blade-Batterie die Sicherheitsstandards für Elektrofahrzeuge neu definieren wird? Was die Sicherheit angeht, so hat die Blade-Batterie von BYD, wie wir bereits erwähnt haben, Extreme Tests, wie Question, Biegen und Durchstechen bestanden. Dennoch fängt sie kein Feuer, da die Oberflächentemperaturen nur zwischen 30 und 60 °C liegen. Wie wir wissen, wird bei der Blade-Batterie im Vergleich zu herkömmlichen zylindrischen Batteriezellen ein Stapelungsprozess verwendet. Die Stromdichte der gestapelten Struktur ist gleichmäßiger, die interne Wärmeableitung ist besser und sie eignet sich besser für eine Entladung mit hoher Leistung. Daher hat die Blattbatterie bessere Zykluseigenschaften, Sicherheitsmerkmale und eine höhere Energiedichte. Andererseits zeigen die Daten, dass die Selbstentzündungstemperatur von NMC bei 200 °C liegt, was bedeutet, dass bei Erreichen dieser Temperatur die 3 Komponenten des Batteriematerials zu schmelzen beginnen und sich entzünden, was zu einer Explosion führt. Die Selbstentzündungstemperatur der neuen Blattbatterie liegt bei 500 °C bis 800 °C. Die Blade-Batterie ist auch deshalb sicherer, weil sie mit einer Hochtemperatur-Keramikbeschichtung versehen ist, die eine hervorragende Hitzebeständigkeit und Isolierleistung in den Schlüsselkomponenten bietet und so die Sicherheit erhöht. Verdreifachung der Lebensdauer von Standard-EV-Batterien. Derzeit haben Lithium-Eisenphosphat- oder NMC-Batterien für Autos in China in Labortests eine Lebensdauer von etwa 3000 Zyklen. Im realen Einsatz halten sie mindestens 2000 Zyklen.
Dank der großformatigen Stacking-Technologie und der umfassenden Hochtemperatur-Keramik-Batterietechnologie liegt die Lebensdauer der neuen Blade-Batterie bei über 5000 Zyklen. Und die Degradation nach mehr als 5000 Zyklen beträgt weniger als 20%. Damit ist die Lebensdauer der Blade-Batterie dreimal so lang wie die von NMC-Batterien, die normalerweise zwischen 500.000 und 1 Million Kilometern halten. Machen Sie nun einen Vergleich zwischen der BYD-Blade-Batterie und der Tesla 4680-Batterie. Beim Vergleich der Energiedichte hat die Tesla 4680-Batterie eindeutig die Nase vorn. Mit der Fähigkeit, 300 Wh pro Kilogramm zu erreichen, bietet die Tesla 4680 eine deutlich höhere Energiedichte als die Blade-Batterie, die auf 190 Wh pro Kilogramm begrenzt ist. Das bedeutet, dass Tesla mehr Energie in der gleichen Menge an Batteriemasse speichern kann, wodurch das Fahrzeug weiterfahren kann, ohne an Gewicht zuzunehmen. Insbesondere beim Cybertruck, der aufgrund seiner Edelstahlkarosserie ohnehin schon schwer ist, trägt die 4680er Batterie nicht nur zur Erhöhung der Reichweite bei, sondern reduziert auch das Gesamtgewicht, wodurch die Leistung des Fahrzeugs optimiert wird, ohne dass zu viele technische Kompromisse eingegangen werden müssen. Dies zeigt, dass die Tesla 4680 in Bezug auf die Energiedichte einen klaren Vorteil hat und eine größere Effizienz und Reichweite bietet. Die BYD-Blade-Batterie zeichnet sich jedoch durch Sicherheit und Zyklenfestigkeit aus und ist damit ideal für Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit unter rauen Bedingungen im Vordergrund stehen. Der Tesla 4680 zeichnet sich durch seine Energiespeicherkapazität und Leistungsoptimierung aus, während die Blade-Batterie durch ihre Langlebigkeit und hohen Sicherheitsstandards glänzt. Beide haben ihre Stärken, je nach den Bedürfnissen des Fahrzeugs und des Marktes. Bei der Ladezeit kann die 4680er Batterie allerdings noch nicht mit der Blade-Batterie mithalten. Nach aktuellen Informationen dauert das Aufladen eines Cybertrucks mit der 4680er Batterie von 10% auf 80%, je nach Ladeleistung etwa 30 bis 35 Minuten. Das ist zwar keine übermäßig lange Zeit, aber im Vergleich zur beeindruckenden Leistung des Blade-Akkus, der in nur 5 Minuten aufgeladen werden kann, scheint sie dennoch zu kurz. Was die Sicherheit betrifft, so sind wir der Meinung, dass beide Akkutypen ein hohes Maß an Sicherheit für die Nutzer bieten. Obwohl der Tesla 4680 Akku nicht so viele Praxistests durchlaufen hat wie der Blade-Akku, versprechen sein tabloses Design und die integrierte Temperaturkontrolltechnologie eine bessere Leistung in rauen Einsatzumgebungen. Das zeigen die vielen Cybertruck-Unfälle im vergangenen Jahr, bei denen die 4680 Batterie nicht in Brand geraten oder explodiert ist. Hinzu kommt der Kosten- und Produktionsfaktor. Aber aus unserer Sicht bieten diese beiden Batterietypen unterschiedliche Vorteile und Eignungen. Einfach ausgedrückt, die 4680 Batterie kann Elektrofahrzeugen zu einer größeren Reichweite verhelfen. Aber es dauert länger, bis sie vollständig aufgeladen ist. Die Blade-Batterie hingegen hat zwar eine geringere Reichweite, lässt sich aber unglaublich schnell aufladen. Teslas Dilemma: Innovation versus Selbstzufriedenheit. Viele Jahre lang hat Tesla den Standard für Elektrofahrzeuge gesetzt und den Markt mit seinem eleganten Design und seiner bahnbrechenden Technologie angezogen. Es ist jedoch klar, dass sich die Marktlandschaft verändert hat und dass selbst ein Gigant wie Tesla angreifbar ist, wenn ein Konkurrent ein Produkt auf den Markt bringt, das in jeder Hinsicht besser ist. Viele glauben, dass das Model Y der einzige wirkliche Erfolg von Tesla ist, da es in jeder Hinsicht ein abgerundetes SUV ist. Und es ist kein Zufall, dass es durchgehend das meistverkaufte Fahrzeug der Welt war. Ja, er war in den Augen der Verbraucher sehr erfolgreich. Aber das bedeutet nicht, dass er sich auch nach einer Auffrischung weiterhin gut verkaufen wird. Einfach ausgedrückt, die Batterietechnologie im Model Y ist immer noch nicht die 4680. Es wird immer noch das traditionelle LFP-Batteriepaket verwendet. Obwohl diese Technologie viele Vorteile hat und einst revolutionär war, besteht nun die Gefahr, dass sie veraltet ist, da die Wettbewerber die Batterietechnologie kontinuierlich verbessern und in ihre Elektrofahrzeuge integrieren. Der BYD Han L ist eine Limousine, etwa so groß wie das Tesla Model S, mit einer Länge von 5050 mm und einem Radstand von etwa 3 Metern, also recht geräumig. Bemerkenswert ist jedoch,
dass er eine 1000 Volt EV-Plattform nutzt, die derzeit die höchste der Welt ist. Durch die Integration der neuen Blade-Batterie von BYD verfügt die Standardversion über eine 83,2 Kilowattstunden Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, die eine Reichweite von 701 Kilometern nach den chinesischen Standards für Leicht-Lkw-Zyklen bzw. von 580 Kilometern nach den weltweit harmonisierten Standards für Leicht-Lkw-Testverfahren bietet. Vor allem aber kann die 10C-Schnellladung, wie BYD bestätigt, die Reichweite in nur 5 Minuten um 400 Kilometer erhöhen, fast so weit wie bei einem benzinbetriebenen Auto. Der Tang L SUV ist die SUV-Version des Han L. Er hat 7 Sitze, 2 vorne, 3 in der Mitte und 2 hinten, ist genauso lang wie der Han L, bietet aber dank seines SUV-Designs mehr Platz. Zurzeit ist dies das am schnellsten aufladbare Elektrofahrzeug der Welt, das man kaufen kann. Und das zu einem Preis, der seinen Luxus widerspiegelt, wie schon der Blick auf den Innenraum zeigt. Es ist wirklich wunderschön. BYD's Globals Powerplay. Machen Sie keinen Fehler. Bei der neuen Batterie von BYD geht es nicht nur um Technik, sondern auch um das Territorium. Auch wenn die 5 Minuten Ladezeit im Rampenlicht steht, geht es in Wirklichkeit um einen kalkulierten, aggressiven Schachzug, um das globale EV-Schlachtfeld zu dominieren. In China ist BYD bereits ein Gigant, aber jetzt zielt das Unternehmen auf Europa, Südostasien, Südamerika und sogar auf Teslas Heimatland, die USA. Diese neue Batterie könnte das perfekte trojanische Pferd sein. Und warum? Weil sie 2 kritische Punkte für ausländische Märkte löst: Ladegeschwindigkeit und Sicherheitsstandards. Europäische Käufer sind notorisch streng, was die Sicherheitsvorschriften angeht. Amerikanische Käufer wollen Komfort und Leistung. Die verbesserte Blade-Batterie von BYD mit ihrer ultraschnellen Ladezeit und ihrer in Stresstests erprobten Haltbarkeit erfüllt beide Anforderungen. Das bedeutet weniger Reichweitenangst, kürzere Wartezeiten an öffentlichen Ladestationen und mehr Vertrauen für Käufer, die zum ersten Mal ein Elektroauto kaufen. Und BYD liefert nicht nur Autos aus, sondern baut auch Fabriken. Für 2024 wurden Pläne für neue Fabriken in Ungarn und Brasilien angekündigt. Und es wird über Verhandlungen in Mexiko und Indonesien geflüstert. Gepaart mit einer Batterie, die ihre Konkurrenten übertrifft, hat man die Blaupause für eine globale Übernahme. Tesla mag die E-Autobahn eröffnet haben, aber BYD fährt eindeutig voraus. Spur für Spur, Markt für Markt. Blitzschnell, reale Welt bereit. Vergessen Sie alles, was Sie über das Laden von Elektrofahrzeugen zu wissen glaubten. BYDs neue Generation von Blade-Batterien hat das Drehbuch umgedreht. Wir sprechen hier nicht von einer Verkürzung der Ladezeit um ein paar Minuten, sondern von einer vollständigen Aufladung in weniger als 5 Minuten. Das ist schneller, als wenn Sie in der Schlange auf einen Kaffee warten. Aber der eigentliche Clou? Es handelt sich nicht um ein Laborexperiment, das nur in kontrollierten Umgebungen funktioniert. BYD hat dies in echten Fahrzeugen unter realen Bedingungen getestet. Und wissen Sie was? Die Ergebnisse waren verblüffend. Mit einer bis zu 30% höheren Energieeffizienz lässt sich diese Batterie nicht nur schnell aufladen, sie hält die Energie auch besser, fährt länger und verbraucht weniger. Das ist keine Evolution. Es ist ein Sprung, der die Reichweitenangst von E-Fahrzeugen zu einer überholten Sorge macht. Ein Sprung, durch den sich Tankstellen in einer Smartphone-Welt wie Münztelefone anfühlen könnten. Er signalisiert den Beginn einer neuen Phase, in der der größte Engpass für E-Fahrzeuge, das Aufladen, ganz verschwinden könnte. Supercharging the World. Ein globaler EV-Sprung. Die ultraschnelle Ladebatterie von BYD ist nicht nur ein technisches Upgrade, sie ist eine globale Abkürzung. Für viele Entwicklungsländer, in denen die Stromnetze instabil und die Ladeinfrastruktur spärlich ist, bietet diese Technologie eine bahnbrechende Chance. Mit der Möglichkeit, ein Elektroauto in nur 5 Minuten vollständig aufzuladen, können die Länder die derzeitige Generation langsamer Ladegeräte überholen und direkt zu den Supercharging-Netzen der nächsten Generation übergehen. Das ist so, als ob viele Länder das Festnetz übersprungen und direkt auf Smartphones umgestellt hätten. Diese Art von Batterieinnovation könnte die Elektrifizierungsrevolution in Afrika, Südostasien und Südamerika schneller vorantreiben, als man es sich vorstellen kann. In schnell urbanisierenden Regionen mit wachsendem Transportbedarf wie Indien, Vietnam, Brasilien oder Nigeria ist die Nachfrage nach sauberer, erschwinglicher Mobilität dringend.
Die Batterietechnologie von BYD, die billiger, sicherer und einfacher einzusetzen ist, könnte die Initialzündung dafür sein, dass die Einführung von E-Fahrzeugen auch dort Realität wird, wo man sie bisher für zu rückständig hielt. Es geht jedoch nicht nur um den Transport. Es geht darum, den Ländern die Möglichkeit zu geben, eine intelligentere Infrastruktur zu entwickeln, die Umweltverschmutzung zu bekämpfen, die öffentliche Gesundheit zu verbessern und selbstbewusst in die globale Technologiearena einzutreten. Dies ist nicht mehr nur ein chinesisches oder westliches EV-Narrativ. Das Spiel weitet sich aus. Und BYD hat der Welt gerade eine neue Startlinie gegeben. BYD's Design Triumph. BYD hat mit seinem neuesten Innenraumdesign die Messlatte höher gelegt. Und ehrlich gesagt, es hat uns umgehauen. Das ist nicht nur ein Upgrade, sondern ein Sprung nach vorn. Alles im Innenraum wirkt raffiniert, kühn und durchdacht, weit über das hinaus, was wir von früheren Modellen kannten. Das ist ein klares Zeichen. BYD holt nicht mehr auf, sondern gibt das Tempo vor. Aber vielleicht sollten wir nicht allzu überrascht sein. BYD hat eindeutig viel in diese neue Plattform investiert. Und wir sind zuversichtlich, dass dies erst der Anfang ist. Es ist zu erwarten, dass viele der kommenden BYD-Modelle auf dieser Architektur aufbauen werden. Und das Herzstück des Ganzen ist etwas noch Aufregenderes: die neueste Entwicklung der Blade Battery. Es gibt jetzt 2 bahnbrechende Versionen dieser Batterie. Die eine ist für ultraschnelles Laden ausgelegt, wie beim aktuellen Modell, und die andere zielt auf eine atemberaubende Reichweite dank einer extrem hohen Energiedichte. Wir sprechen hier von über 1000 Kilometern mit einer einzigen Ladung. 1000 Kilometer. Stellen Sie sich vor, Sie fahren an eine Ladestation, schließen Ihr Auto an und sind innerhalb weniger Minuten bereit für eine ganztägige Fahrt. Oder sogar für eine ganze Woche. Keine stundenlangen Wartezeiten mehr. Keine Reichweitenangst mehr. Das ist keine Science Fiction. Es ist das nächste Kapitel der Elektroautotechnologie. Natürlich bringt jeder Durchbruch auch Herausforderungen mit sich. Experten nennen die Kosten als die erste und offensichtlichste Hürde. Wie bei jeder bahnbrechenden Innovation sind die ersten Modelle mit höheren Produktionskosten verbunden. Aber bei solchen Ladegeschwindigkeiten könnten viele Käufer der Meinung sein, dass sich die zusätzlichen Kosten lohnen. Vor allem diejenigen, die bisher wegen der Reichweite gezögert haben, ein Elektroauto zu kaufen. Und dann ist da noch die Frage der Energiepreise. Das ultraschnelle Laden erfordert viel Energie, was eine teurere Infrastruktur und höhere Stromrechnungen bedeutet. Die schnellsten Ladegeräte benötigen Netzanschlüsse mit hoher Kapazität. Und die sind nicht billig. Außerdem ist noch unklar, wie sich diese Ladegeschwindigkeiten im Laufe der Zeit auf die Gesundheit der Batterien auswirken werden. Wie wir wissen, kann bei der heutigen Technologie häufiges Schnellladen die Lebensdauer einer Batterie verkürzen. Wird sich diese Technologie also über Nacht durchsetzen? Nicht ganz. Premium-Marken werden sich anstrengen, um mitzuhalten. Aber auf dem breiten Markt liegt der Fokus immer noch darauf, Batterien billiger zu machen, anstatt extreme Spezifikationen zu verfolgen. Viele Autofahrer, vor allem diejenigen, die zu Hause aufladen, brauchen nicht täglich eine ultraschnelle Aufladung, sondern nur auf langen Fahrten. Aber machen wir es uns einfach. Wenn eine Batterie in 5 Minuten aufgeladen werden kann und eine Reichweite von Hunderten von Kilometern bietet, warum sollte sich dann noch jemand für Benzin entscheiden? Mit dieser Technologie könnte eine vollständige Aufladung nur 5 Minuten dauern. Und auch wenn Sie heute vielleicht noch kein 1000 Kilowatt Ladegerät in Ihrer Nähe haben, so sind sie doch bald verfügbar. In Australien werden bereits 450 Kilowatt Ladegeräte eingeführt und es werden sogar noch leistungsstärkere Geräte getestet. Das führt uns zu der großen Frage: Kann die 4680 Batteriearchitektur von Tesla dieser neuen Welle standhalten? Die 4680 war einer der Hauptgründe für den Erfolg von Tesla. Aber wenn sie dem Cybertruck vorbehalten bleibt, während das Model Y hinterherhinkt, könnte sich das Kräfteverhältnis schnell verschieben. Tesla war schon immer der Pionier. Aber in dem sich schnell entwickelnden technologischen Wettlauf von heute reicht es nicht mehr aus, der Erste zu sein. Innovation wartet auf niemanden. Und BYD, das bereits letztes Jahr Tesla überholt hat, könnte derjenige sein, der die Regeln neu schreibt. Am Ende geht es nicht nur darum, welche Batterie besser ist. Es geht darum, welches Unternehmen sich schneller bewegt, größer denkt und sich intelligenter anpasst. Tesla muss nun entscheiden, ob es die Führung übernehmen oder riskieren will, überholt zu werden. Wenn Sie diese Aufschlüsselung aufschlussreich fanden, vergessen Sie nicht:
das Video zu mögen, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit Sie die nächsten Beiträge nicht verpassen. Wir haben noch mehr Vertiefungen, noch mehr EV-Technologie und noch mehr kühne Ideen auf dem Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.